Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute wieder zum Thema Hafenausgestaltung auf meiner H0-Anlage. Beim letzten Mal haben wir aufgehört mit dem Thema Alterung der Stege, die auch noch relativ lange Beine damals hatten, und bei dem kleinen blauen Fischkutter, der war auch noch mit dabei. Was hat sich jetzt seitdem getan? Also der Hauptunterschied, den nehmt ihr wahrscheinlich im Video gar nicht so extrem wahr, ist, ich habe jetzt tatsächlich eine Schicht Klarlack hier mal drauf gebracht. Dadurch hat das in Live etwas mehr Tiefenwirkung. Das Wasser, ich bräuchte wahrscheinlich 3-4 Schichten, um die gleiche Tiefenwirkung zu erreichen wie Märklin of Sweden. Es ist aber schon deutlich besser geworden. Allerdings, der Gestank ist unerträglich. Also das war so der typische Klarlack von früher. Und der hat jetzt hier 3 oder 4 Tage echt übelst gestunken. Aktuell ist die Anlage ja noch im Wohnzimmer und das hat natürlich für Begeisterung gesorgt. Insofern, es wird bei dieser einen Schicht Klarlack bleiben, auch wenn man vielleicht mit mehr Schichten noch ein besseres Ergebnis erreichen könnte. Was ist noch passiert? Ich habe noch so ein ganz bisschen ja an dem Kutter hier weitergearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt hier die Schilder FH für Fred Hauen. Wir haben ein Namensschild, also der heißt jetzt hier Katharina. Die Alterung ist noch genauso, wie ich sie das letzte Mal vorgestellt habe. Das ist das eine. Und dann seht ihr jetzt hier, haben wir hier eine Stine aus Heiligenhafen. Wo kommt die her und wieso gibt es jetzt plötzlich diese lustige Farbkombi? Das war ein Glücksschuss über eBay tatsächlich. Ich glaube, in der Farbkombi war der Kutter mal in einem Set von Kibri. Bin ich zumindest der Meinung. Ich habe den jetzt noch überhaupt nicht weiter bearbeitet oder so. Also so habe ich den hier per Post bekommen. Habe dafür bezahlt, ich glaube, inklusive Versand 6 Euro irgendwas. Also es war ziemlich günstig und das Einzige, was tatsächlich jetzt gefehlt hat, war hier oben die Rettungsinsel. Ja, und ansonsten ist der eigentlich soweit in Ordnung. Ja, hier der Krabbenkocher ist noch lose und solche Sachen werde ich bei Zeiten noch optimieren. Auch diese etwas interessante Flagge hier oben. Trotzdem schönes Modell, etwas andere Farbkombination als der blaue Kutter. Und zusammen machen die eigentlich einen ganz guten Eindruck da hinten. Da kommen wir dann auch zu dem Hauptupdate, was sich am meisten getan hat. Und das seht ihr da hinten. Und da werden wir jetzt einmal ein bisschen näher rangehen. Stellt euch mal den Steg von vorher im Vergleich von der Höhe dazu. Da gab es ja auch entsprechende Kommentare, dass man das nur mit einem extrem hohen Fitnesslevel hier hochschaffen würde, jetzt als Segler oder Sportbootfahrer. Stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video gar nicht so explizit gesagt hatte. Also ich hatte natürlich noch vor, die zu kürzen, wenn ich mir sicher bin, wie ich es mache und wenn ich eben den Klarlack hier auftrage, damit das eben auch um die Füße vom Steg das Wasser hier so ein bisschen rumläuft und der nicht einfach raufgeklebt ist. Jetzt ist es auf der Höhe, auf der es bleiben soll, hier deutlich kürzer. Hier hinten geht eben mit so einer leichten Schräge das runter. Da werde ich auch noch so Metallübergangsplatten machen. Habe jetzt hier mal das erste noch in Blechfarbe quasi schon liegen, mit dem ich da arbeiten werde. So wird es in Summe bleiben. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben auf der einen Seite 3 Stege für Sportboote und dann haben wir hier drüben Platz für die kleinen Fischkutter und hier oben am großen Kai, da drüben, kennt ihr, da kommen ja unsere beiden Krabbenkutter hin, beziehungsweise ich habe eben hier die Möglichkeit, ein größeres Schiff zu entladen, sollte ich mal irgendein anderes haben. Jo. Da kann man die also wieder hinstellen. So, dann haben wir hier weiterhin das Lagerhaus. Interessantes Modell übrigens von einer französischen Firma, von der kommt auch der Bahnhof oder das Bahnhofsgebäude, was ich habe. Und ja, das Gebäude, was ihr hier seht, ist erstmalig, soweit ich weiß, 1958 in der Bauform auf den Markt gekommen. Werden wir uns auch nochmal bei Zeiten genauer anschauen.
Bei den kleinen Booten hier hat sich auch ein ganz bisschen was getan. Da können wir uns mal eins ein bisschen hochnehmen hier. So, und jetzt sehen wir hier, da sind so ein paar Details dazugekommen. Also ich habe hier die Positionslampen und die Fensterrahmen. Hier jetzt in Alu die Fensterrahmen, Positionslampe hier natürlich rot, auf der anderen Seite dann grün. Und die Scheiben hier angebracht, auch wieder Fensterrahmen, Türgriff. Und dann hier in braun die Sitzbänke da drin. Also die Boote sind jetzt auch so ein bisschen optimiert. Die Sportboote tatsächlich nicht gealtert, die werden ja immer gut gepflegt. Also das wäre ein bisschen witzlos, wenn ich das jetzt altern würde. Genau, was wir hier sehen ist jetzt eben Holz, ein Holzmast und dann eben auch schon entsprechend hier vorne mit Holz gearbeitet. An den Bullaugen und so, und die andere Variante seht ihr dann hier, da ist es halt mit dem Alumast und dann sind auch diese kleinen Teile hier in Alu gehalten. Muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht noch ein bisschen detaillierter mache. Die Modelle geben halt grundsätzlich nicht so viel her, hatte ich euch ja damals vorgestellt. Also da muss man schon sehr, sehr viel hinzufügen, um da was draus zu machen. Was noch? Wir haben jetzt hier hinten, seht ihr da, den Garten schon angefangen. Das heißt, also hier gibt es quasi die Hecke, dann gibt es hier den Zaun, hier ist die Einfahrt bzw. der Parkplatz und dann haben wir hier ein paar Blumen im Vorgarten und sowas. Also das ist schon so ein bisschen ausgestaltet. Und hier auf der rechten Seite ist ja der zweite Eingang zu dem Haus. Da habe ich hier zumindest dann einen Weg und ein paar Blumen auch. Also auch das ein bisschen weitergearbeitet. Und genauso hier beim Kaufmann hinterm Haus haben wir einerseits die Einfahrt für seinen kleinen Liefer-LKW und dann haben wir hier seine Kies-Schotter-Einfahrt mit ein paar Getränkekästen und 1-2-Euro-Paletten, die hier so rumstehen. Und hintenrum geht es dann in den kleinen Garten. Also auch da sind so ein paar Details schon dazugekommen. Stück für Stück ist ja hier nur ein Teilprojekt, der Hafenbereich. Und ich denke, damit haben wir eigentlich alles, was an Updates jetzt hier in dem Bereich passiert ist. Ich glaube, jetzt sieht man das auch ein bisschen, jetzt glänzt das hier so der Bereich der Steine, der noch feucht ist, quasi von der letzten Flut. Da geht das so ein bisschen hoch. Das hat es eben vor dem Lackieren nicht getan. Ich glaube, da auf der Ecke sieht man das fast gar nicht jetzt hier in der Kamera. Ich versuche euch hier mal so ein bisschen noch rumzunehmen. Aber das ist schwierig zu sehen. Genau, hier haben wir die Brücke und unter der Brücke durchgeschaut in den Hafen sieht das dann so aus. Ja, und ich glaube, jetzt sieht man auch so ein bisschen die Details im Wasser. Also man könnte da, denke ich, jetzt noch mehr erreichen, indem man noch mehr Schichten Klarlack aufträgt. Aber ich finde auch so vom Eindruck her, wenn man das jetzt live sieht, das ist im Video immer noch ein bisschen anders, wirkt das schon ja, wie ein blau-grauer Hafen, blau-graues Hafenbecken. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das Wasser so findet oder ob ihr noch Ideen habt, wie ich das noch ein bisschen realistischer gestalten könnte oder was man noch im Hafen auf jeden Fall braucht. So viel für heute und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.